Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, hier von der Grenzmetropole im Dreiländereck Aachen. Hier startet heute der Honda X-Ride. Das heißt, wir sind gestern alle schon angekommen. Viele aus der Gruppe traf ich dort zum ersten Mal. Einige, wie Jens Kuck, der für einen Überraschungsbesuch vorbeikam. Der Jens. Hallo! Das Filmteam und Peter kannte ich bereits aus dem letzten Jahr. Wir verstanden uns jedenfalls alle auf Anhieb. Prost! Heute geht es das erste Mal auf die beiden Bikes. X-Ride bedeutet nämlich 2025, dass die Transalp auf die NT1100 trifft. Wir machen uns also heute von Aachen, also dem Westen in Deutschland, bis ganz in den Osten nach Görlitz. Und auf diese Tour durch Deutschland nehme ich euch mit. Und ich denke, wir werden hier ein paar ganz wunderschöne Ecken ansteuern. Die Sonne ist gerade aufgegangen, als alle an den Motorrädern versammelt sind. An diesem ersten Fahrtag wird mir die Transalp zugeteilt. Das bedeutet ein Zweizylinder-Reihenmotor mit 755 Kubik, 91,8 PS und dank Motorschutz und 21 Zoll Vorderrad ist es auch ein Offroad-taugliches Motorrad. Ausgestattet mit Zusatzscheinwerfern und Koffern. Erstes Mal aufsteigen hier auf die Nicht-Komfortsitzbank. Oh ja, doch, das ist deutlich schmaler als das, was ich sonst so auf der Transalp kenne. Für Menschen, die jetzt nicht die Beinlänge haben, ist das natürlich perfekt. Die Sitzhöhe beträgt 850 mm. Die Komfortsitzbank würde diese um ca. 20 mm erhöhen. So, dann wollen wir die gute mal anmachen hier. Das 5 Zoll TFT-Display bietet leider kein Apple CarPlay, dafür aber Smartphone-Konnektivität per Honda RoadSync. Sage und schreibe 24 Kilometer sind schon auf dem Tacho. Huhu. Da werden die kommenden 4 Tage noch über 1000 Kilometer hinzukommen. Möchtest du nicht gehen hier? Wir sind mal freundlich zu den Hundebesitzern. Oh, der hat sich erschrocken. Oh yeah, Aachens größter Brunnen hier. Früh am Morgen, Freunde. Was ist das denn hier für ein Start in den Tag? Megamäßig hier. Was ein Ausblick. Mensch, Aachen gleich von einer der schönsten Seiten. Wer mehr Zeit in Aachen verbringen möchte, sollte sich unbedingt den historischen Stadtkern anschauen, der vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts von der Aachener Stadtmauer umgeben war. Im Aachener Dom, dem Wahrzeichen der Stadt, wurden mehr als 30 deutsche Könige gekrönt. Von leuchtend grünen Feldern, durch schattig kühle Wälder bis hin zu sonnengeküssten Wiesen. Dieser Morgen hält bestes Wetter und nordrhein-westfälische Natur für uns bereit. Mit Orten wie Vossenack und Bergstein erkunden wir die Gemeinde Hürtgenwald im Kreis Düren. Auf einem Berg steht die Burg Niedecken, ein rekonstruiertes Schloss aus dem 12. Jahrhundert im Naturpark Hohes Venn-Eifel. Auch in der Nordeifel gelegen der Ruhrsee. Der zweitgrößte Stausee Deutschlands. Hier gibt es einen kleinen Stopp für uns. Zeit, um erste Eindrücke zu reflektieren. Raus aus Aachen sind wir jetzt hier durch den Nationalpark Eifel zum Ruhrsee gefahren. So sieht das hier aus. Die Sonne steht hoch. Es ist einfach absolutes Premiumwetter, also besser geht's nicht. Wirklich nicht zu heiß, nicht zu kalt. Es ist einfach echt richtig, richtig schön hier heute Morgen. Und der See hat sogar Trinkwasserqualität. Auf Instagram kamen während der Tour auch Fragen von Zuschauern rein. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ja das Fahrwerk verbessert. Und ich bin jetzt die alte Transalp noch nicht gefahren, aber ich habe hier jemanden, der den direkten Vergleich hat. Ja, hallo. Ich habe die 23er, die fahre ich seit 2 Jahren und jetzt bin ich die neue gefahren. Ich muss sagen, da liegen Welten zwischen. Ich hatte immer so ein leichtes Problem mit den Linkskurven, habe ich gedacht. Aber mit der 25 flutscht das wie verrückt und es macht total viel Spaß und die fährt total stabil wie auf Schienen. Also es ist echt ein richtig geiles Bike. Mit dem flutschen wir über den Ruhrsee weiter Richtung Osten, über Stadtteile von Mechernich und Bad Münstereifel, rüber nach Rheinland-Pfalz. Kleine Pause und schon begrüßt uns auf einem Berg zur Rechten die höchstgelegene Burg dieses Bundeslandes, die Nürburg. Na, ahnst du schon, wohin die Reise geht?
Fahrtag Nummer 1 des Honda X-Ride 2025 geht schon sehr gut los. Wir sind jetzt hier gerade durch Bad Münstereifel, das Ahrtal gefahren und sind jetzt hier am Nürburgring und werden hier mal am Fahrsicherheitszentrum auschecken, was die Bikes noch so können. Ja, ich bin hier noch nie gewesen, ehrlich gesagt, und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was uns hier erwartet. So, auf geht's zum Fahrsicherheitstraining. Mal ein paar Übungen machen. Die Strecke ist heute den ganzen Tag für uns reserviert. Also wir haben da jetzt ganz viel Zeit, um alles Mögliche auszuprobieren. Ich bin gespannt. Das gibt auf jeden Fall schon mal ein besseres Fahrgefühl für die nächsten Tage. Da bin ich mir ganz sicher. Aufgabe ist jetzt hier mal, das Motorrad zu drücken. Beim Drücken geht es halt darum, relativ gerade auf dem Motorrad zu bleiben und einfach das Motorrad unter sich arbeiten zu lassen. Im Gegensatz zum Legen, wo man quasi dann mehr mitgeht mit dem Oberkörper. So, ab mit den Koffern. Warum geht es nicht? Ah, jetzt. Okay. Für die nächste Übung erklärt Guide Dirk die Haltung auf dem Motorrad beim Stehenfahren. Für Reisenden Leon nichts Neues. Für Knieschleiferin Luise allerdings erstmal ungewohnt. Dirk fährt's einmal vor. So, jetzt das Ganze im Stehen. Schön nach vorne gelehnt. Auch wenn ich schon viel im Gelände stehend gefahren bin, lerne ich bei diesem Training wieder was dazu. Als nächstes gilt es im Stehen anzuhalten und abwechselnd das linke und dann das rechte Bein abzusetzen. So, jetzt anhalten im Stand. Obwohl wir hier nahe einer Rennstrecke sind, geht es also nicht um Geschwindigkeit, sondern um Balance bei maximalem Langsamfahren. Aus 50 km/h eine Vollbremsung machen? Das steht jetzt an, mit der Hinterradbremse. So, aus 50 km/h. Hinten bremsen bei den grünen Hütchen. Das ABS regelt, gibt einen Daumen nach oben. Es riecht nach Gummi. Dann das Ganze nur mit der Vorderradbremse. Statt mit 2 Fingern, wie ich das sonst mache, soll ich es mal mit der ganzen Hand machen und habe sofort einen kürzeren Bremsweg. Ja, krass, ja, okay. Zu guter Letzt das Ganze mit einer höheren Geschwindigkeit und beiden Bremsen. Gut. Und während wir die Kurvenführung üben, fährt jemand auf den Parkplatz, der bis gestern noch kotzend über dem Eimer hing. Gerade angereist hier auf der NT, der gute Luke von Adventurist. Der Adventurist heißt ganz bequem. Ja, aber so ganz Abenteuer. bequem war es für dich eigentlich jetzt gar nicht so insgesamt, ne? Das war okay. Ein bisschen Zug gefahren und ich bin dann froh, dass ich auf die aufgestiegen bin. Die ist übel geil, Alter. Also ich meine, sie sieht schon ein bisschen aus wie so ein Rentnerfahrzeug, sind wir mal ehrlich. Aber die fährt sich nicht wie ein Rentnerfahrzeug. Das ist geil. Und super leicht. Also der Schwerpunkt ist so weit unten. Sitz ist auch voll tief und so. Also ganz dumm, ne? Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, bevor ich die gefahren bin jetzt. Ich bin ja aufgetaucht und dann war die da. Ja, gut, dass es den X-Ride gibt, oder dass du jetzt weißt, ja? Kann man testen. Nachdem wir jetzt den Slalom im Stehen, im Sitzen mit an jeder Pylone anhalten und absteigen bzw. einen Fuß auf den Boden setzen gefahren sind, ist das Gefühl fürs Motorrad schon wieder ein ganz anderes. Also ich liebe sowas ja total, weil man einfach nochmal auf so eine ganz andere, feine Art lernt, das Motorrad besser zu beherrschen. Also wenn ihr mal unabhängig vom X-Ride die Möglichkeit habt, hier zu fahren, nutzt sie auf jeden Fall, weil es ist einfach so gut für eure Sicherheit, für den Fahrspaß. Hier am Nürburgring die Hall of Fame oder die Wall of Fame, glaube ich eher. Cindy aus Marzahn war hier, Boris Becker. Auf jeden Fall waren hier schon viele, viele berühmte Menschen und wir jetzt auch. Also vielleicht kommen wir ja auch da dran mit unserem Gruppenfoto. Apropos Gruppenfoto. Das schießen wir einige Meter entfernt vor einem prägenden Schriftzug. Wie kommen die anderen so klar mit ihrem neuen Motorrad? Ich frag mal Luis. Wie groß bist du? Ich bin 1,64. Wie fühlst du dich auf der NT? Sehr sicher, also besser als gedacht tatsächlich. Macht Spaß. Hätte ich nicht gedacht als Frau, als so kleine Frau vor allem, Cool. die jetzt auch nicht so viel Gewicht bisher kannte. Ja, du fährst was Kleineres, was Leichteres normalerweise. Juke 98, die hat so ungefähr 190 Kilo. Und ich spoiler mal, auf der Transalp kommt die zierliche Luis mindestens genauso gut klar. Wem das Bike noch zu hoch ist,
Jo, die Transalp lässt sich auch tiefer legen. Der Nürburgring ist eine Rennstrecke eingebettet in die einzigartige Natur der Eifellandschaft und seit 90 Jahren Treffpunkt für Motorsportfans. Rennserien wie die Formel 1, Langstreckenrennen und 24-Stunden-Rennen wurden hier bereits ausgetragen. Der älteste Teil der Rennstrecke ist die Nordschleife, die volkstümlich oft die grüne Hölle genannt wird. Hier fahren die Autos und hier ist so ein cooles Mobil geparkt. Da sind sogar so Kamele drauf. Geil, ey. Ja, hier einfach mal ein paar Tage stehen. Schön mit Motorengeräusch im Hintergrund. Auf dem Weg nach Adenau werden die Tanks wieder vollgemacht. 16,9 Liter gehen in die Transalp. Der Verbrauch? Für die ersten 100 Kilometer 3,8 Liter. Sonst noch erwähnenswert? Die Menübedienung geht eigentlich komplett hier mit diesem Bedienfeld. Ansonsten haben wir, um die Modi zu wechseln, diesen Knopf. Standard, den Regen, den Gravel, User-Modus 1 und 2. Die lassen sich ganz individuell einstellen und den Standard-Modus, da bin ich jetzt hauptsächlich drin gefahren. Diese Transalp wurde von Leon gefahren, dessen erstes Motorrad ebenso wie meins die Afrika Twin RD07 ist. Und Leon ist eigentlich gerade auf einer anderen Reise. Ich war eigentlich gerade nach Afrika. Crazy! Ja, aber ich habe mich hier ein bisschen verfahren quasi. Nee, ich habe mich auch beworben beim X-Ride und wurde dann irgendwie ausgewählt und bin hier dabei. Und einfach mega happy, mal ein modernes Motorrad auszutesten. Weil sonst kann man ja immer nur eine Stunde oder zwei beim Händler mal reinschauen, aber so richtig das Motorrad kennenlernen, das passiert ja erst nach ein paar Tagen. Und wie ist es? Es ist eine eierlegende Wollmilchsau. Egal in welchem Gang und egal in welcher Lage, man hat einfach das Gefühl, es ist einfach ein super treuer, zuverlässiger Begleiter, der irgendwie alles mit einem machen würde. Meine Mutter fährt die alte Transalp und man merkt auf jeden Fall, dass der Charakter erhalten geblieben ist. Also dieses Verspielte, dieses Dynamische ist da. Ist halt einfach nur jetzt auf den Stand der Dinge gebracht, ne? Mit einem deutlich potenteren Motor und einfach mehr Modi und auch mit einer doppelten Bremse vorne, dass man auch das Gefühl hat, da gut ausgestattet zu sein, vor allem mit den 100 PS, dass man ja auch gut bremsen kann. Würdest du mit der Transalp nach Dakar fahren? Mit der, so wie sie jetzt ausgestattet ist, wahrscheinlich nicht. Sie bräuchte für mich ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Und da kommt man schon manchmal an die Grenzen so, vor allem wenn man schon in den Kurven manchmal, wenn man richtig steil reingeht, kommt man schon ran vielleicht. Aber ich wiege auch um die 100 Kilo. Ich bin jetzt auch nicht vielleicht die Referenz. Also ich würde das Fahrwerk ein bisschen adjustieren und ansonsten könnte man auch so nach Dakar fahren. Aber ich war noch nicht da. Also vielleicht sehe ich das anders nach der Reise. Ich bin gespannt. Bin auch gespannt. Nicole, Geneviève, Luis, Eugen und Jürgen. Hallo. Die Stimmung auf den Bikes ist top. Also wieder auf in den Sattel für die letzten Kilometer des Tages bis zum Hotel. Das historische Haus Blaue Ecke ist nur wenige Minuten vom Nürburgring entfernt. So, nach einem eindrucksvollen Fahrtag ist nun hier mein Zimmer Hohe 8, das Bett. Genau unterm Fenster, man hört gerade schon den Kirchturm läuten. Da werde ich heute Nacht ganz bestimmt gut schlafen. Mein Helm neben mir. Wir befinden uns hier im Innenfeld vom Nürburgring. Ich weiß auch, dass dieses Hotel wohl ein Team, was auf der Rennstrecke fährt, unterstützt und supportet. Also das ist hier wirklich totaler Rennvibe. Das merkt man auch, wenn man hier Motorrad fährt. Auf den ersten Fahrtag des Honda X-Ride mit 155 Kilometern, der im Herzen der malerischen Eifel in Adenau mit einem fantastischen Abendessen und Datensicherung endet. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, hier an Tag 2 auf dem Honda X-Ride. Immer noch in Adenau. Das Wetter hat sich ein bisschen zugezogen, aber im Zielort in Osthessen, Fulda. Dort soll das Wetter sehr, sehr gut sein. Das heißt, wir fahren da heute der Sonne nach. Und ich werde das Ganze heute nicht mehr mit der Transalp machen, sondern mit der NT 1100 mit DCT. Die NT mit DCT, also das Doppelkupplungsgetriebe, mit dem es ja wirklich sehr, sehr leicht ist zu fahren. Also auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend ist eben, dass jetzt hier der Kupplungsgriff fehlt. Da kann man überhaupt ins Leere nur greifen. Dafür hat dieses Motorrad hier diese Feststellbremse, damit sie im Stand nicht wegrollt am Berg oder sowas. Die einzige Sache, die man quasi beachten muss bei einem DCT, dass man auf jeden Fall die Feststellbremse wieder löst, wenn man losfährt. Das ist mir auf den Honda Adventure Roads passiert. Ich hatte die Afrika Twin mit DCT und dann fuhr ich und merkte irgendwann so, warum ist die denn so schwergängig, und hatte die Feststellbremse noch drin.
Wer DCT fährt, ist euch das auch schon mal passiert? Komm, seid ehrlich, bestimmt, oder? Aber es passiert auch nur einmal. Die Räder bei der NT 1100 haben beide 17 Zoll. Da sieht man mal schön den Vergleich vorne hier zum 21 Zoll Vorderrad der Transalp. Die Sitzhöhe sinkt auf total bequeme 820 Millimeter. Also Freunde, erstes Mal draufsetzen auf die NT. Ja, also ich habe halt hier, ne, wenn ich stehe, noch ordentlich Platz. Bodenfreiheit ist nicht ganz so gegeben wie bei der Transalp. Da liegen wir hier bei 170 mm. Also fürs Gelände kann man sicherlich mal machen, aber ist jetzt nicht das prädestinierte Motorrad dafür. Wie sich das für so ein richtig gutes Tourenmotorrad gehört, ist der Tank mit 20,4 Litern bereit für ca. 400 Kilometer auf der Straße mit einem Verbrauch von roundabout 5 Litern. Der Zweizylinder-Viertaktmotor ist im Endeffekt das gleiche wie bei der Afrika Twin. Ihr habt 102 PS bei 1084 Kubik. Das Gewicht ist wahrscheinlich auch ungefähr das gleiche mit den Koffern, die jeweils 4 Liter Volumen haben und 12 Kilo wiegen. Die sind da schon mit inkludiert sozusagen, bringt dieses Motorrad 250 Kilo auf die Waage. Ab aufs Motorrad und die ersten Fahreindrücke sammeln. Ich fahre an diesem vernebelten Morgen übrigens im Sportmodus, was sich genauso gut anfühlt wie das DCT der Afrika Twin. Nach den ersten Kilometern auf der NT 1100 kann ich sagen, das Gefühl, auf der Straße satt mit dem Motorrad zu liegen, das hat man hier definitiv. Ich finde das Sitzen sehr angenehm. Die Sitzbank ist ja auch verbreitert worden, dass man noch komfortabler quasi Platz nehmen kann. Abgesehen von der tieferen Sitzposition und der minimalen Offroad-Tauglichkeit finde ich es schwer, die NT 1100 mit der Afrika Twin zu vergleichen. Trotzdem genieße ich die entspannte Fahrt auf der NT, bei der ich in Orten wie Kesseling viel freie Aufmerksamkeit für das Bestaunen der Fachwerkhäuser habe. Die Gemeinde im Kreis Ahrweiler ist ein beliebtes Wanderziel am Fuße des Steinerberges. Am Rhein wechseln wir von der Straße auf die Fähre. Oh, wir haben hier heute richtiges Eifelwetter. Ich habe mir gerade meine Griffheizung schon angemacht, damit es wenigstens von innen mal ein bisschen Wärme gibt hier. Und das ist jetzt hier unser Fortbewegungsmittel für die nächsten Meterchen. Wir legen ab. Das war ja ein kurzes Intermezzo hier. Wow, cool, die Burg da oben. Weiter geht es im Herzen des Wiedtals bei Waldbreitbach zwischen Maisfeldern. Die Sonne lacht, dazu Weitblick und kleine Straßen mit engen Kurven. Das könnte ewig so weitergehen, wenn da nicht der Appetit wäre. Der Ort für das Mittagessen ist direkt neben einem Flugplatz. Das ist echt so ein Stylo-Opa. Mit seinen roten Hosenträgern hat er jetzt gerade da vorne die Haube von der Maschine abgeschraubt. Und jetzt, ja, mal gucken, was er da macht. In aller Seelenruhe kümmert er sich da jetzt erstmal um sein Flugzeug. Mit originellem Esswerkzeug schraube ich mir diese leckeren Gnocchis rein und spreche mit... Mein Name ist Michael, ich bin 40 Jahre alt und komme aus Stuttgart, wie man meinem Slang wahrscheinlich ganz einfach entnehmen kann. Bin als Motorradfahrer auch noch Teil einer Street Bunny Crew und gucke da praktisch, dass wir neben dem Motorradfahren, bei uns geht es gut als Motorradfahrer, wir können unsere Freiheit genießen, auch ein bisschen was dann im sozialen Umfeld dann für benachteiligte und kranke Kinder mache. Ich fahre jetzt gerade eine NT 1100 und ja, das erste Mal mit DCT, daher echt spannend zu sehen, wie sich so das anfühlt. Wie funktioniert auch die 1100 mit doch deutlich 102 PS, eine coole Sache. Trotzdem schweren Gewicht von 260 Kilo kannst du doch auch die Kurven genauso wie die Schalter praktisch gut durchfahren. Macht mega Spaß, wird bestimmt noch super spannend die nächsten Tage. So ist es. Zurück am Bike. Ey, und wisst ihr was? Bei der NT kann man die Scheibe einfach nur mit einer Hand Höhen verstellen. Hohe Einstellung, niedrige Einstellung.
Zum Design der NT 1100 muss ich sagen, es ist nicht ganz mein Geschmack. Ich stehe halt 100% auf Adventure-Bikes, weniger auf die reinen Tourer. Nichtsdestotrotz, am besten gefällt mir die NT in diesem Matt Warm Ash Metallic. Und schick finde ich auch, dass die Koffer farblich individuell an die entsprechende Farbe angepasst sind. Das Design der Landschaft im Naturpark Lahn-Dill-Bergland trifft übrigens auch voll und ganz meinen Geschmack. Also wir nehmen hier auch nur Tankstellen, die optisch zu den Fahrzeugen passen. Deswegen Rot ist hier unsere Favoritenfarbe. Jürgen, Ja, wie bist du denn zufrieden mit der NT heute? eigentlich bin ich mit dem schaltgetriebenen NT besser zufrieden als mit der. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann flutscht die um die Kurven. Ja, mittlerweile muss ich sagen, bin ich begeistert, weil ich etwas schaltfaul normalerweise unterwegs bin. Jetzt flutschst du besser. Jetzt flutsche ich besser, ja. Aber heute Morgen ging es noch nicht so ganz gut, bis mir dann Philipp gezeigt hat, dass ich auch manuell schalten kann. Insbesondere kurz vor Serpentinen macht sich das bemerkbar. Nicole, du nimmst ein Sonnenbad? Ja, Schön. bin entspannt. Ich glaube, du bist auch schon ein bisschen braun geworden. Ah, hier unten ein bisschen rot wahrscheinlich. Ja, irgend so eine Mischung. Aber ich habe gerade schon gesagt, wir nehmen nur Tankstellen, die die Farbe haben, die zu den Fahrzeugen passt. Deswegen bist du mit deinem Rot gerade perfekt im Trend. Ohnehin, die Transalp steht dir sehr gut. Auch da ist ja Rot enthalten. Welche findest du optisch am besten? Rot, Grau oder Schwatt? Ich glaube, in dem Fall die weiße. Die hast du gar Was habe ich denn jetzt? Rot. Ich habe Rot gesagt. Oh Gott, bin ich farbenblind? Entschuldigung, ich war gerade im Rot-Thema. Nee, genau. Doch, die weiße gefällt Ja. mir gut. Okay. Weiter mit der NT mit DCT im Sportmodus. Das finde ich krass. Die zieht mit DCT im Sportmodus im zweiten Gang hoch auf 85. Ne? Das ist ja krass. Da kann man so richtig schön Gas geben. Wer lieber spritsparender fährt, schaltet einfach in den D-Modus. Und wem mit DCT-Fahren zu inaktiv ist, der kann auch ganz easy auf manuelles Schalten wechseln. Die elektronische Federung lässt sich ganz an die Beladung und individuellen Bedürfnisse des Fahrers anpassen. Dafür dienen auch die 5 Fahrmodi. Während der Tour kam die Frage auf, wofür steht eigentlich NT? Das N für New und das T für Touring. Wusste ich vorher auch nicht. Im mittelhessischen Vogelsbergkreis muss ich über einen Ortsnamen wie Hörgenau schmunzeln. Wenig später erreichen wir Fulda und fahren durch das Paulustor. Direkt daneben das Maritimhotel am Schlossgarten. Der Schlossgarten ist eine barocke Anlage aus dem frühen 18. Jahrhundert, die zwischen dem Stadtschloss und der Orangerie liegt. Der Blick aus dem Hotelzimmer in Fulda und wie ich es euch heute Morgen schon prophezeit habe, die Sonne lacht. Das Paulustor diente im Mittelalter als Teil der Stadtbefestigung. Plötzlich... Was ist das denn? Na, das ist der russische böse Wolf. Ну, погоди. Wir haben uns heute ja über russische Sprache und so unterhalten und jetzt hast du mir die mitgebracht? Ja, ich habe die mitgebracht. Die sind extra aus Russland für dich. Alter, ich war jetzt mal öfter mit Eugen irgendwo hin, wenn ich dann so geile Sachen geschenkt bist, bekomme. sag mir Bescheid, na klar. Ey, geil, danke schön. Die werde ich heute Nacht tragen einfach schon. Herrlich. Läuft für mich. Willst du ein I machen? Du musst das I machen. Hallo, und I sieht so aus. So. Am Abend bestaunen wir Fuldas Wahrzeichen, den beeindruckenden Dom. Wusstest du, dass Fulda das größte zusammenhängende Barockviertel in Deutschland hat? Mich hat die Stadt jedenfalls echt geflasht.
Zum Essen kehren wir in ein traditionell ritterliches Gasthaus ein. Geneviève und ich, wir haben uns hier gerade durch die Speisekarte gerätselt. Also, wüsstet ihr, was Pimpinelle ist? Oder was hatten wir noch? Tomaten, Kuli, Ja. Wahrscheinlich ganz falsch ausgesprochen. Ja. Oder Coli oder so. Kulis vielleicht auch. Kulis. Vielleicht zum Schreiben. Okay. So, zum Schreiben, ja. Als wir ins Hotel zurückgehen, Gehen Sie ruhig, Dankeschön. wird Fulda von der Nacht umhüllt. Nach 300 Kilometern, die wir heute gefahren sind, schlafe ich in seliger Ruhe mit meinen neuen Socken. Der Essenssaal für das Frühstück ist prunkvoll. Und das Motorrad an diesem Tag? Ich bin heute das erste Mal mit der NT unterwegs. Ich bin gespannt, ob ich mit meiner 1,90 da reinpasse und wie es meinen Knien dann geht. Okay. Aber Automatik ist schon mal sehr gut, finde ich. Bist du schon mal gefahren? Als Afrika Twin, ja. Und wie hat es dich da überzeugt? Hat mich sehr überzeugt, vielleicht ein bisschen langweilig, aber auch sehr angenehm. Also das ist immer so eine Mischung zwischen, wenn man ein bisschen mehr arbeiten möchte, aber dann guckt man ein bisschen mehr rum. Auf der Reise ist schon ganz praktisch, glaube ich. Ich kann dir ja heute einfach so ein bisschen mal von der Seite reinfahren, dann wird es ein bisschen spannend, falls es dir zu langweilig wird. So, Luke hat schon die richtige Fahrhaltung eingenommen hier. Ja, ich bin die NT am ersten Tag gefahren. Finde die voll geil. Stimmt. Ey, vor allem, also für so Leute wie mich, die nebenbei noch so rumhampeln und nebenbei noch so ein bisschen filmen wollen einhändig, ist das total geil, um die Straßenverkehrsregeln zu verletzen. Ja. Erst dachte ich, dass die NT heute auch wieder mein Motorrad wird, bis Luke sie besetzte. Es gab eine kurze Schlägerei mit dem Ergebnis: Ich werde nun den Tag doch mit der Transalp starten. Es geht ja darum, dass wir hier alles mal probieren und fahren. Und das machen wir auch. Und ich denke mal, je öfter man das Ganze switcht, desto besser kann man auch herausfinden, wo sind die Unterschiede, was gefällt mir besser. Und am Ende gefällt mir, glaube ich, beides. Ey, wir haben sogar jemanden von 1000 PS dabei. Ja, servus. Wir fahren heute die neue NT, den 1100er leibendes Radl. Zweizylinder wie bei der Afrika Twin. Hier macht das elektronische Fahrwerk drin. Da bin ich sehr gespannt. Wow, kannst du bitte den ganzen Tag so weitermachen? Also der Umstieg auf DCT ist einfacher als dann wieder zurück auf die Schaltung, weil ich habe gerade direkt einfach schon mal die Transalp abgewürgt. Es ist noch Vormittag, als der Trupp kurz vor der hessisch-thüringischen Grenze zum Stillstand kommt. Warum? Ich muss euch was Wichtiges sagen. Der Blinker hier, der erinnert mich stark an die gute Queenie, also an die Afrika Twin RD07. Da ist der nämlich auch so ein bisschen oldschool. I like. Okay, man merkt, ich bin sehr Afrika Twin geprägt. Naja, das erste Motorrad ist eben etwas ganz Besonderes. Aber hey, ich bin trotzdem offen, auch andere Motorräder zu fahren. Vor allem bei so einem Prachtwetter durch das Land, in dem ich geboren bin. Bei Touren wie dieser fällt mir wieder auf, dass ich eigentlich gar nicht weit wegfahren muss, um an schöne Orte zu gelangen. Deutschland hat wirklich so viele schöne Ecken, die ich auch alle überhaupt noch gar nicht kenne, obwohl ich schon viel mit dem Motorrad hier unterwegs war. Das macht mir echt Lust, wieder mehr in diesem Land zu reisen. An dieser Stelle fettes Lob an Guide Dirk, der diese Tour ausgearbeitet hat und uns sicher von West nach Ost bringt. Was schon eine kleine Herausforderung ist bei einer so großen Gruppe von 15 Motorrädern und 2 Autos. Ohnehin, ich muss mich am Anfang immer erstmal dran gewöhnen, in einer so großen Gruppe Motorrad zu fahren, da ich sonst meistens alleine oder maximal zu zweit unterwegs bin. So, kleine Kaffeepause hier am Bahnhof Rennsteig. Der Bahnhof Rennsteig ist einer der höchstgelegenen Bahnhöfe in Thüringen mit 774 Metern und ein wichtiger Zugang zum Rennsteig, einem bekannten Höhenwanderweg im Thüringer Wald. Hier werden erstmal Fotos gemacht und Aufnahmen. Immer die Möglichkeit, wenn wir mal irgendwo anhalten, gerade mal ein bisschen was aufzunehmen für all die Leute, die keine Actioncams dabei haben, so wie ich hier am Handgelenk oder am Helm. Der Thermometer sagt im Schatten 17 Grad. Ne? Luke ist erschöpft, aber lächeln geht trotzdem noch. Oh, könnt ihr mal sehen hier. Was für ein Opfer.
Ja, wir sind jetzt hier heute Morgen nach Thüringen rein und es ist auch total schön, wieder mit der Transalp unterwegs zu sein. Man muss ein bisschen höhertourig fahren, damit die kerniger ist, aber das kann man ja ohne Probleme machen. Die Größe des Motors der Transalp finde ich als jemand, der auf einem 750 Kubik Motorrad mit nur 60 PS gelernt hat, absolut ausreichend. Auch auf langen Strecken, wie zum Beispiel in den Balkan, kann sie super mithalten und ist ein Top-Reisemotorrad. Offiziell wiegt die Transalp 210 Kilogramm vollgetankt. Und ich empfinde sie besonders im Gelände, wie hier in Albanien, als sehr leichtfüßig. Ehe wir es uns versehen, schlagen wir schon in Stadtilm auf, einer Kleinstadt mit dem größten Marktplatz in ganz Thüringen. Perfekt, um die Motorräder zu parken und nebenan ein besonderes Getränk zu sich zu nehmen. Wie heißt die? Ossi-Cola. Eine Ossi. Fita-Cola. Okay, no? Cool. So, mal gucken, wie die Ossi-Cola so schmeckt. Sehr lecker. Und es gibt nicht nur was, um den Durst zu löschen, sondern auch etwas, um den Magen zu füllen. Richtige Hausmannskost, ne? Mega, wie lange habe ich sowas nicht mehr gegessen? Und sowas ist auch echt Arbeit zu machen, ne? Schmeckt wie bei Oma. Nur irgendwie hinterlässt das Essen komische Nebenwirkungen. Eugen und ich hatten hier wohl Vorfahren. Naja, eigentlich steckt hinter diesem Bild etwas anderes. Deutsche beim Sex. So sieht's aus. Da haben sich Leute beschwert, warum sie sowas hinhängen können. Die Deutschen. Immer was zu meckern. Nur wir nicht. Schließlich fahren wir Motorrad. Vor uns liegt mit 1145 Metern der längste Landesstraßentunnel im Freistaat Thüringen. Überdeckt wird er vom Pörzberg mit 85 Metern. 4 Kilometer weiter breitet sich Rudolstadt vor uns aus. Und mit ihm das ehemalige Residenzschloss und heutige Landesmuseum Heidecksburg, was hoch oben auf einem Berg thront. Heute am 3. Fahrtag geht es gleich durch 3 Bundesländer durch. Gestartet in Hessen, geht es jetzt durch Thüringen durch und heute Abend werden wir in Sachsen sein. Wieder ein Ort mit lustigem Namen, Posen. Wenn der Name Programm wäre, dann müsste diese Gegend allerdings eher Baustelle heißen. Auch auf einer geführten Tour wie dieser ist mal eine Straßensperrung. Wir haben davon im Moment ehrlich gesagt einige. Deswegen mussten wir heute schon ein paar Umwegkilometer machen. Aber dafür kommen wir auch immer wieder an ganz nette Orte, die nicht geplant waren. Wetter ist ja gut, von daher macht jeder Kilometer Spaß. Unsere Taktik in diesem Fall, die Einheimischen vorfahren lassen, abwarten, ob sie wieder zurückkommen und wenn nicht, ihnen nachfahren. Und siehe da, es klappt, die Fahrt kann weitergehen. In Zwickau steuern wir die historische Altstadt an, wo uns das First Inn Hotel willkommen heißt. Nicht unweit vom Dom wurden hier mit Graffitis Motive von Tätowierern umgesetzt. Die Stadt Zwickau möchte den Umgang mit Graffiti weiterentwickeln, um illegale Sprühereien zu entfernen und legale Flächen dafür zu schaffen. Zum zünftigen Dinner gibt's einen gratis Tschechisch-Sprachkurs dazu. In diesem Sinne, Dobrou noc, also gute Nacht. Da sind sie. Gerade noch am Schlafen, glaube ich. Euch werden wir hier gleich mal schön wachrütteln. Ja, zur Route heute, da sieht es so aus, dass wir hier von Zwickau, also von der 4. größten Stadt in Sachsen, bis an die polnische Grenze fahren nach Görlitz. So, Jürgen ist auch gerade schon dabei, sein Motorrad zu packen. Das ist richtig wehmütig. Heute ist der letzte Tag und wir sind jetzt eine eingeschworene Gemeinschaft und haben super Wetter, super Erlebnisse gehabt. Also es ist der Wahnsinn. Schade, dass das jetzt heute leider zu Ende geht. Ja, mir geht's genau wie dir. Fast verfahre ich mich noch in der Tiefgarage. Was ist das jetzt? Hä? Ach so, ich bin voll im Kreis gefahren. Ah ja. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, am letzten Tag darf ich es mir nochmal auf der NT bequem machen. Ob da bei mir Emotionen aufkommen?
Ja, das Gefühl, perfekt für eine Straßentour wie diese ausgestattet zu sein. Es ist weniger dieses Abenteuerkribbeln, was mich in den nächsten Feldweg zieht, dafür mehr die Gelassenheit, mit Komfort auf einem modernen Motorrad zu sitzen, was mir langes Fahren sehr erleichtert. Ach ja, die erste Baustelle lässt auch an diesem Tag nicht lange auf sich warten. Hier merke ich, auch über kleine Schotterwege lässt sich mit der NT und Straßenbereifung gut fahren. Bis nach Görlitz ist es noch ein Stück, aber dieser Einheimische ist so freundlich, uns schon mal die Route zu erklären. Ja, genau. Danke. Der Fahrer eines LKWs macht extra Platz, damit wir auf der engen Straße besser an ihm vorbeikommen. Genauso wie der Autofahrer auf dieser Landstraße. Nee, was sind sie hier freundlich im Erzgebirgskreis. Woran ich mich glatt gewöhnen könnte, ist Micha als Tankwart. Perfekt, was ein Service hier. Das war der letzte Tankstopp der Tour. Tatsächlich liegt über diesem Fahrtag etwas Wehmut. Gerade haben wir uns an das Miteinander, den Ablauf und die Motorräder gewöhnt. Schon ist die Zeit auch schon wieder rum. Naja, wenn's am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören. Aber ein bisschen Strecke haben wir zum Glück noch. Zufällig wird in der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle im schönen Osterzgebirge am Tag unserer Durchfahrt ein Fest gefeiert. Gleich 3 Jubiläen kommen hier zusammen. Anlässlich dessen gibt es einen Mittelaltermarkt auf dem Burghof. Und überall sind interessante Figuren aufgestellt. Hier durchzufahren sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. Kurz vor der Mittagspause kann ich schon sagen, das ist heute wirklich ein schöner Tag, auch wenn es ein bisschen frischer ist. Wir sind zum Glück auch gut ausgestattet mit noch Überziehsachen, die ich mit Vorsicht dabei habe. Und mal wieder ein Lob auf die Griffheizung. Mitten im Wald fahren wir rechts ab, denn es heißt Mittagspause. Im Bretthäusel gibt's leckeres Essen auf dem Teller, Lyrik an den Wänden und Benzingespräche vorm Fenster. Einige davon werden für die Ewigkeit festgehalten. Du bist jetzt heute auf der Transalp, ne? Ja. Wie ist dein Gefühl? Ja, ich habe sie ja gestern schon gefahren. Sie ist handlicher als die NT. Ja. Man kann sie durchaus sportlich fahren. Gestern die Strecke zum Schluss, wo wir dann zum Hotel gefahren sind ohne Autos, da hatten wir ja einen deutlich schnelleren Flow drin. Die macht schon Spaß. Also kann ich gut weiterempfehlen. Okay, ja. Also bist du Team Transalp oder Team NT? Team Transalp, ja. Okay. Muss ich leider sagen, ja. Man muss auch dazu sagen, sie ist hier im Leder auch total schnittig auf der Transalp. Also welches Motorrad auch immer sie fährt, es sieht besser aus, dadurch, dass du drauf sitzt. Einfach weil das sieht gut aus mit der Kombi. Wenn ihr mal das Osterzgebirge erkunden wollt, das Bretthäusel bietet auch Zimmer zum Übernachten. Zahlreiche Kunstwerke von Uhrmachern und die Geschichte der Uhrenproduktion zeigt die deutsche Uhrenmanufaktur in der Stadt Glashütte. Der richtige Zeitpunkt, um eine letzte Frage zu beantworten. Ob die NT mein Zweitmotorrad wird? Da ich schwer verliebt bin in die Afrika Twin und mit 2 Stück von der Sorte schon genug zu tun habe? Nein. Aber es war mir ein Vergnügen für euch, diese neue Tourenmaschine zu testen. Imposante Felsformationen ragen zu beiden Seiten der Straße empor. Die Schrammsteinriesen ziehen vor allem Wanderer in die sächsische Schweiz. Die akrobatische Höchstleistung des Tages zeigt der Journalist des Magazins Motorrad Online mit einem gekonnten Freudensprung während einer Pause in Langburgersdorf. Ja, die vermutlich letzte Pause auf dem Honda X-Ride 2025 hier in der Nähe von Bautzen. Und es ist ziemlich windig, Leute. Aber es ist unfassbar. Wir haben auf dieser Tour nicht einen einzigen Tropfen Regen abbekommen.
Das ist mal ein Zeichen, oder? Ja, im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir mit extremer Kälte und Nässe zu kämpfen hatten, ist das Wetter bei dieser Tour wirklich paradiesisch. Bei der Ankunft im Endzielort Görlitz empfängt uns eine alte Transalp vom Straßenrand. Das war er also, der X-Ride! Wie ist dein Fazit? Hallo. Ja, wunderbar. Also jetzt glaube ich, muss ich ein bisschen Geld sparen. Du musst Geld sparen? Ja, für ein neues Motorrad. Am besten glaube ich 2. Ich würde eine MT und eine Transalp mitnehmen. Ach echt? Ja, aber ich sage, das fehlt mir ein bisschen. Was fehlt dir nicht nach der Zeit jetzt hier? Gibt's da irgendwas? Hast du erstmal genug von Motorrädern oder geht's morgen gleich? Vielleicht so einen Tag und dann könnte ich wieder in die Alpen fahren. Luis, wie war es für dich? Es hat richtig viel Spaß gemacht. War eine schöne neue Erfahrung, jetzt mit so einer Tourer-Maschine durch die Gegend zu fahren und vor allem auch direkt über 1000 Kilometer. Hat Wiederholungsbedarf, aber ich glaube, ich muss ein paar Jährchen älter werden, dass ich mich so richtig in diese Maschinen verliebe. Aber ich sag mal so, es hat Spaß gemacht. Also ich würde es jedem auf jeden Fall mal empfehlen zu testen. Das Fazit? Macht euch am besten selbst einen Eindruck von den beiden Motorrädern. Wir bringen diese jetzt noch zu ihrem Hotel. Und danach uns. Ein letztes Mal Sachen ins Hotel tragen. Und zur Feier des Tages habe ich einfach in der 3. Etage mein Zimmer und es gibt keinen Fahrstuhl. Aber hey, hier Jürgen. Ich bin fertig, konnte ich nicht mehr stoppen. Ja. Sonst noch wer? Leon ist auch einer der Sitten. Alle hier oben. Nee, nicht alle. Heute hier nach 4 Bier komme ich nicht mehr hoch. Huch, oh Gott. Oh mein Gott. Mega. Oh yes. Zum Abschluss stoßen wir noch ein letztes Mal gemeinsam an. Ich hump mir mal rein jetzt hier. Taste-Test. Der humpt, also ordentlich. Und Geneviève singt eine Hymne auf die Motorradliebe. Hat einer bezahlt auch? Ja.